So sieht ein fertiges Video auf meinem YouTube-Kanal aus. Ihr kennt dieses Video noch nicht, denn es wird erst in 14 Tagen veröffentlicht. Normalerweise würdet ihr auch nur die 22 Minuten Laufzeit des Videos sehen, nicht aber, wie viel Arbeit von meiner Seite aus in dieses Video geflossen ist. Aus 345 Einzeldateien und knapp 30 GB an Daten habe ich in tagelanger Arbeit dieses Video erstellt, Musik rausgesucht, Kommentare eingesprochen und alles dafür getan, dass ihr eine gute Zeit habt. Hallo Roland, du hast dir gewünscht, mehr darüber zu erfahren, wie aus meinen Touren später ein fertiges Tourenvideo wird, und der Rest von euch hat relativ eindeutig abgestimmt und ihm recht gegeben. Daher zeige ich euch in diesem Video mal, wie aus hunderten Einzeldateien und Gigabytes an Daten aus der Tour später ein fertiges Tourenvideo wird. Schön, dass ihr mit dabei seid. Los geht's! Ich muss sagen, ich fand es für die Arbeit an diesem Video wirklich interessant, mich mal in eure Perspektive zu versetzen, denn da liegen wirklich Welten zwischen. Für euch sieht das ungefähr so aus. Alle 14 Tage kommt ein neues Video online und irgendwann, wenn die Tour vorbei ist, dann das Gesamtvideo aus allen Tourabschnitten ungefähr in Kinolänge. Für mich sieht das ein bisschen anders aus, denn, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, das Gesamtvideo in Kinolänge, das schneide ich zuerst. Und später erstelle ich aus diesem Film die einzelnen Episoden. Um euch das mal zu veranschaulichen, erstellen wir heute zusammen Teil 5 unserer Reise durch Schweden, in der Kati und ich entlang des Vildmarksvägens reisen, Schwedens berühmter Wildnisstraße. Ich zeige euch, wie ich genau dabei vorgehe und, das interessiert mich selber auch, ich werde aus Jux mal die Zeit aufnehmen, die ich für die einzelnen Etappen brauche. Fangen wir an. Hier seht ihr die Ordnerstruktur, die ich zuallererst erstelle, um irgendwie den Überblick über die Rohdaten zu behalten. Da ich schon seit längerem an den Videos arbeite, sind mittlerweile auch viele andere Dateien hinzugekommen, die ursprünglich nicht von der Tour stammen. Außerdem habe ich mir im Vorfeld schon überlegt, wie man die Videoreihe gliedern könnte, und für jedes potenzielle Video existiert ein eigener Projektordner. Für uns interessant ist erstmal der Ordner mit dem Gesamtvideo, bestehend aus allen Einzelepisoden, denn wie gesagt erstelle ich dieses Video zuerst. Ich nutze für die Videobearbeitung das Programm Magix Video Deluxe. Da ich das Ganze hobbymäßig betreibe, reicht für mich ein simples Programm vollkommen aus. Hier seht ihr den bisherigen Film, der zum jetzigen Zeitpunkt die Episoden 1 bis 4 beinhaltet. Das sind bereits knappe 50 Minuten an Laufzeit. Zu denen kommen jetzt die ganzen Einzelaufnahmen der neuen Episode hinzu. Das sind zum einen die Drohnenaufnahmen, die GoPro-Aufnahmen und die paar Aufnahmen, die ich mit meiner Nikon und dem Teleobjektiv gemacht habe. Alles importiere ich erstmal hintereinander und ihr seht, dass die Laufzeit schon auf über 2 Stunden gesprungen ist. Das geht dafür recht schnell, das hat nur 3 Minuten 22 gedauert. Da noch keine Ordnung in den Dateien ist, fange ich jetzt an, die Einzelaufnahmen zu kürzen. In der Regel ist am Anfang oder am Ende der Aufnahme immer ein Teil, den man nicht braucht, oder es sind sogar ganze Einzelaufnahmen dabei, denen ich bereits jetzt ansehen kann, dass sie es nicht ins fertige Video schaffen werden. Verdeutlichen lässt sich das hier. Ich wollte noch eine Aufnahme machen, wie Kati und ich über diese Brücke am Vildmarksvägen fahren. Davor und danach gibt es jede Menge Bildmaterial, das ich nicht brauche, und das schneide ich bereits hier raus. Das macht es dann auch später beim Sortieren um einiges einfacher. So mache ich das mit allen Aufnahmen und am Ende seht ihr, wie viel kürzer die Gesamtlänge der Clips bereits geworden ist. Dafür hat dieser Schritt aber mit 50 Minuten recht lange gedauert, diese Zeit ist aber wirklich gut investiert. Jetzt haben wir eine lange Aneinanderreihung von Clips, die aber noch nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Entsprechend sortiere ich jetzt erstmal. Die Drohnenaufnahmen und die Aufnahmen der Nikon kommen zu den passenden Aufnahmen der Helmkamera. Dieser Spaß dauert dann nochmal ca. 10 Minuten. Viele von euch haben mich in der Vergangenheit privat angeschrieben und wollten wissen, wie genau ich die animierten Routen für meine Videos erstelle. Das zeige ich euch jetzt mal, denn als nächstes erstelle ich eben diese Routen und füge sie ins Projekt ein. Zuerst erstelle ich eine Karte im passenden Ausschnitt und zeichne dann die Route ein. Damit es nicht langweilig wird, habe ich die Routen bereits erstellt, jede Routenerstellung dauert so ca. 5 Minuten. Danach importiere ich die Karte in ein dazugehöriges Studioprogramm, wo die Route dann animiert wird. Das Ganze wird als eigenes Video exportiert und später in das Videoprojekt eingefügt. Erst die Gesamtroute als grober Überblick, dann für detailliertere Ansicht den ersten Teil des Vildmarksvägens.
Insgesamt dauert das so um die 20 Minuten, womit dann alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und ich mit dem Schreiben des Drehbuchs beginnen kann. Ja, richtig gehört, für jedes meiner Videos erstelle ich detaillierte Drehbücher, in denen nicht nur der Text steht, den ich später ins Mikrofon vertone, sondern auch Dinge wie Blenden, Schnitte und Musik. Hier seht ihr das Drehbuch für das Gesamtvideo, Teil 1 bis 4 haben bereits 17 Seiten angesammelt. Bevor ich das Drehbuch fortführe, sammle ich aber viele Ideen und Eindrücke zusammen, die ich schon während der Tour hatte. Die besten Ideen habe ich, während ich auf dem Hobel sitze und den Moment live erlebe. Daher nehme ich während der Tour Dutzende Sprachdateien auf, in denen ich meinem zukünftigen Ich Anweisungen hinterlasse, wie man den Film später schneiden könnte. Einstieg Wildmaxwegen, man startet sehr urban und fährt eigentlich erstmal 40 Kilometer nur aus dem zivilisierten Bereich raus. Dazu dann passende Drohnenaufnahmen, die erste, aber spätestens sobald man, wie auch immer dieser Fluss heißt, das muss ich dann nachgucken, folgt, ist man in der Wildnis angekommen sozusagen. Das mache ich seit der Nordkap-Tour so und es hat sich als große Hilfe erwiesen, denn irgendein Detail vergisst man immer. So aber bleibt es präsent und wandert ins Drehbuch. Dafür gehen nochmal 10 Minuten aufs Konto. Mit diesen Infos fange ich jetzt an, das Drehbuch zu schreiben. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass meine Videos einen leicht anderen Stil als die anderer Reisevlogger haben, sie wirken eher wie ZDF-Dokumentation. Und das soll auch genau so sein. Denn ich persönlich liebe es, mir Dokumentationen anzusehen und sind wir mal ehrlich, jeder, der Videos erstellt, macht in erster Linie Videos, die er sich selber auch ansehen würde. Genauso ist das auch bei mir. Entsprechend schreibe ich nicht nur auf, wo wir entlang gefahren sind und was wir da alles gemacht haben, sondern ich versuche auch möglichst viele Informationen zu diesen Orten mit in das Drehbuch zu packen, um später auch mit darüber zu berichten. Da es keine wissenschaftliche Arbeit wird, reicht oft Wikipedia, vor allem lohnt es sich hier die Artikel in verschiedenen Sprachen zu lesen, da die Informationen in der einen Sprache oft besser oder dürftiger sind als in der anderen. Die Info zur Länge des Wildmaxwägens findet sich zum Beispiel nur in der schwedischen Wikipedia-Seite des Wildmaxwägens. Zusätzlich schneide ich mir die Clips bereits halbwegs passend zum Drehbuch zusammen. Das bedeutet Bearbeitung der Tonspuren passend zum Film, Bearbeitung der Belichtung der Drohnenaufnahmen und Einfügen von besonderen Effekten, die mir an den jeweiligen Stellen gefallen. Am Ende kommt dabei ein halbfertiger Film raus. Zusätzlich kommen in dieser Episode auch Rückblenden vor, denn 2017 war ich hier mit meiner damaligen F800 GS bereits auf Solotour. Besonders der Wildmaxwägen war damals eines der Hauptziele meiner Reise. 5 Seiten später habe ich dann ein fertiges Skript. Ja, zumindest fast. Denn erinnert ihr euch? Ich erstelle ja nicht nur den Gesamtfilm, sondern vor allem auch eine einzelne Episode. Und die einzelne Episode bekommt auch ein eigenes Drehbuch. Dahin kopiere ich jetzt den Text aus dem Gesamtdrehbuch und füge ein Intro und ein Outro hinzu. Am Ende ist für den Wildmaxwägen dieses 5 Seiten lange Drehbuch herausgekommen. Ich denke, es wird eines der längsten Videos der Reihe, aber auch eines der schönsten. Das Video ist jetzt grob fertig, dafür stehen jetzt noch weitere 6 Stunden auf der Uhr. Mit dem fertigen Drehbuch spreche ich jetzt die Kommentare des Videos ein. Und da muss ich sagen, es hat sich keine Anschaffung der letzten Monate für mich so sehr gelohnt wie die Anschaffung eines Studiomikrofons. Dieses hier, mit dem ich auch gerade die Vertonung hier aufnehme. Für die Aufnahme benutze ich das Programm Audacity, das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Wenn die Vertonung fertig ist, wird die Aufnahme noch ein bisschen nachbearbeitet und schließlich als MP3 gespeichert. In der Regel dauert das Aufnehmen der Vertonung eine halbe Stunde, dann nochmal 45 Minuten für das Schneiden der Audiodatei. Damit kann ich jetzt an den Feinschnitt des Videos gehen. Ich importiere die Tonspur in das Videoprojekt und beginne damit, die Tonspur an die jeweils passenden Videosequenzen zu setzen. Gleichzeitig werden die Videosequenzen, die in der Regel immer noch zu lang sind, noch in die jeweils passende Länge geschnitten. Ich nenne das immer den Feinschliff. Und noch etwas mache ich jetzt, nämlich passende Musik suchen. Dazu nutze ich das Portal Epidemic Sound, auf dem man eine riesige Auswahl an Musik zu jeder Stimmung oder zu jedem Genre findet. Hier habe ich mir entsprechende Playlists aufgebaut, in denen ich bereits eine Auswahl an Musik gespeichert habe. Da sich die Musik aber möglichst nicht wiederholen soll, muss ich auch immer mal wieder nach neuen Liedern suchen. Das Schöne an Epidemic Sound ist an dieser Stelle, dass man auch nach ähnlichen Liedern suchen kann. Dieses hier zum Beispiel habe ich in Teil 3 der Schwedentour als Start in den Tag genommen, ein ähnliches Lied des Künstlers finde ich auch ganz passend und lade es mir runter. Die Musik wird aber nicht bloß eingefügt und die Lautstärke angepasst, es ist auch wichtig, die Videosequenzen möglichst an die Taktschläge der Musik anzupassen.
Wer von euch Interesse hat, den Link zu Epidemic Sound findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schlagen wir für diese Arbeiten nochmal pauschal ungefähr 1 Stunde an. Noch einmal Korrektur ansehen und dann ist der Film im Prinzip fertig. Aber auch nur im Prinzip, denn erinnert ihr euch, das war erst die Arbeit am Gesamtvideo, es fehlt aber noch die Arbeit am einzelnen Teil. Dazu kopiere ich mir die Projektdatei in einen eigenen Ordner, lösche alles Uninteressante raus, schneide ein eigenes Intro und Outro dafür zusammen und passe alles leicht an, sodass es als Einzelepisode Sinn ergibt. Die Vertonung für das Intro und Outro habe ich bereits zusammen mit der übrigen Vertonung aufgenommen, diese Abschnitte setze ich jetzt einfach an die passenden Stellen zusammen mit passenden Videosequenzen. Am Ende noch ein letztes Mal schauen, ob auch alles passt und im Grunde bin ich jetzt fertig. Der Spaß kostet mich nochmal eine knappe Stunde an Arbeit. Tja, es fehlt immer noch etwas. Oder genau gesagt, es fehlt jemand. Ist euch was aufgefallen? Wo ist Kati? Kati kommt genau jetzt ins Spiel, denn keines meiner Videos wird hochgeladen, ehe ich von Kati grünes Licht dafür bekommen habe. Das ist nicht immer leicht, manchmal tut ihre Kritik weh, aber Kati ist nicht nur mein größter Fan, sondern auch meine größte Kritikerin. Aber das ist auch gut so, Qualität hat ihren Preis. Kati, was sagst du? Mir gefällt's! Danke Kati, ihr habt also keine andere Wahl, als es euch in 14 Tagen anzusehen und ebenfalls für gut zu befinden. Also wird Teil 5 jetzt final exportiert und später auf YouTube hochgeladen. Jetzt folgen noch Arbeiten wie die Erstellung eines Thumbnails, das erspare ich euch aber, weil es mit der eigentlichen Videoerstellung nichts mehr zu tun hat. Abschließend muss ich sagen, die Arbeit an diesen Videos ist mittlerweile eine Art Nebenberuf für mich geworden. 1 bis 2 Stunden am Tag sitze ich eigentlich immer noch dran. Aber das hat auch einen Vorteil, denn dadurch fahre ich die Touren viel intensiver. Nicht nur einmal, sondern je nachdem wie oft ich noch an den Videos nachfallen muss, 10 bis 20 Mal. Und jedes Mal ist das ein kleines Stück Urlaub fürs Gehirn. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und wenn ihr mir persönlich eine Freude machen wollt, dann drückt doch da unten die berühmten Knöpfe am Bildrand. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Leute, die meine Videos ansehen, auch ein Abo dagelassen haben. Unten in der Videobeschreibung findet ihr außerdem noch Links zu einem Teil der Ausstattung, mit denen dieses Video entstanden ist. Vielleicht findet ihr das eine oder andere für eure eigenen Projekte. Und als kleines Dankeschön dafür, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, zeige ich euch jetzt exklusiv das Intro des kommenden 5. Teils unserer Reise, die entlang des Wildmarkswägens führen wird. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr schaltet in 14 Tagen wieder ein. Ansonsten wie immer die heiligen Worte, danke euch fürs Mitfahren und bis dahin. Auf diesen Streckenabschnitt habe ich mich besonders gefreut. Nachdem sichergestellt ist, dass Kati die Reise auf ihrer Maschine fortsetzen kann, fahren wir heute in die... Wir fahren die berühmte schwedische Wildnisstraße, den Wildmarkswägen. 360 Kilometer lang geht es für uns immer entlang großer Wasserfälle, über felsige Hochplateaus und vorbei an tosenden Stromschnellen. In diesem Video gibt es beste schwedische Natur und zwar zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's!